Jo, hi, zurück zu Sherlock Holmes. Also ich stehe mit Sherlock noch ein bisschen hinter der Hütte von dem Walfänger. Wir haben letztes Mal hier der ist ja eben mit der Harpune aufgespießt worden. Ja, jetzt hänge ich hier hinter und wir wollen uns eigentlich heute verstecken, um dem, ja, Täter weiß ich nicht, auf jeden Fall der Typ, der da das Notizbuch, beziehungsweise vielleicht auch das Kästchen geklaut hat aus der Hütte, dem mal aufzulauern. Ja, machen wir mal jetzt. Ne? This looks like the perfect hiding place. Jo. Ja, mal gucken, wer da kommt. Bin gespannt. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. So, Vögelchen, was ist los? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Neligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Tja, da hat die Justiz noch schnell Explain all gearbeitet. of that to the Morgen. judge. You're coming with me to the yard. Ja, auf geht's. In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Tja, dann wollen wir ihm mal ein paar Fragen stellen, wa? Was haben wir im Notizbuch? Ups. Komm. Ja, weiter den Mord untersuchen. Na gut, machen wir mal. So, gucken wir erstmal hier, was ist das? Also Wartenkammer oder was ist das? Wie heißt das hier? Evidence Room, okay. Gucken wir uns mal seine persönlichen Sachen an. These are the suspect's belongings. Also das hatten wir schon angeguckt, das The notebook that Notizbuch. we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Ja, müssen wir rausfinden. So, dann haben wir hier noch einen Ring. Okay, den können wir drehen. Was steht da drin? From... What da? From R. Dawson. R. Dawson to my friend and partner. 1883. And partner, 1883. 1883. Das war doch irgendwie hier, die sind doch alle rumgefahren. Das war doch in den Logbüchern auch A handkerchief 1883. with the initials JHN. JHN. Okay. Taschenmesser. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Okay, gut. Mehr gibt's ja da eigentlich nicht, ne? These abbreviations mean something, but what? Wie ist der Typ noch gleich? R. Dawson. Partner. RD, gibt's hier sowas? These abbreviations mean something, but what? Aber fragen wir den Typen mal.
Was gab's jetzt hier? Hier gab's, das ist der Staff Room, komme ich nicht rein. Locked. Was wäre das? Das ist der Inspector Lestrade. Okay, der ist nicht da. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, Labor. Ich was Schönes machen hier? Im Moment nicht, ne? Okay, komm, egal. Oh, da liegt eine Leiche. Die brauchen wir jetzt nicht. Fragen wir mal, ob wir den mal verhören dürfen. Wo ist er? So, mein Vögelchen. Erstmal angucken, ne? Oh, jede Menge Sachen müssen wir herausfinden. Eine schäbige Mütze. Flicken ist jetzt nicht so weich, ne? Aber der Stoff ist teuer. Mhm. Okay, nochmal zurück. Ah, gut. Knöpfchen, alles gut. Kurze Ärmel. Hornhaut, okay, das heißt jetzt nichts erarbeitet halt. Was ist denn los? Narben. Hm. Noch 2 Sachen müssen wir herausfinden. Oh, was hat er da? Das ist die Hornhaut, okay. Dünner Hals, ja, was heißt denn das bitte? Schön dünnen Hals. Ja, mir fehlt noch was, ne? Mützchen hatten wir. Was fehlt denn noch? Knöpfe, alles gut. Würde ich jetzt mal sagen. Hände. Mal ein bisschen zurückgehen, oder? Ich habe das übersehen. Was mit der Hose? Tasche, okay. Ah, hier Tasche? Nee. Teurer Stoff, Flicken. Wirkt auch eigentlich entspannt. Also, das Mützchen ist in Ordnung. Ohren hat er gewaschen. Alles okay. Dünner Hals. Irgendwas an den Händen. Hat keinen Ring an, ne? Knöpfchen, okay. Was mit den Knöpfen? Feine Knöpfe. Also es ist ein gutes Jackett. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... In der Hütte, Digga. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Neligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Neligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Na, ich weiß nicht, ob du so innocent bist. Lass mal gucken, was haben wir denn noch? Also untersuchen Sie John noch, die haben wir noch nicht vernünftig angeguckt, oder was? Da fehlt noch was. Bisschen eigenartig, ne? 19 Jahre wohlhabend, verschwinden, aha, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren, ja. Okay, was wissen wir denn hier? Also, Peter raucht nicht, das Notizbuch und der Einbruchsversuch.
Okay. Der Einbruchsversuch fand statt, um das Notizbuch wiederzuholen. Das im Blut, ja, genau. Ja, das könnte in der Tat heißen, dass der... Ja, okay. Was haben wir noch für Hinweise? Schnell handeln. Experiment durchführen. Aha, wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte, untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an eine Wand aufspießt. Boah, naja, gut. Ja, das müssen wir mal herausfinden. Lass uns das mal herausfinden. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Na gut. Watson, can you help? Lass uns mal gucken, wo ist denn der gute Watsi? Watsi! Ah, das müssen wir auf der Karte machen, ne? Irgendwo hinreisen. Wo ist denn der gute Watson? Der ist doch bestimmt zu Hause und hat schon alles fertig gemacht. Ah, wo ist denn der? Ah, da hinten ist er. Cool. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Tja, wir können doch Black Peter auch mal loseisen, oder? Ach, da ist der Hund. Hey, Doggy. Brave Toby. The best nose in the British Empire. So, Tobi. Alles klar. So, wir fahren jetzt mal zum Metzger, ne? Whitechapel Metzger. Take a harpoon with me. Ach komm, muss ich jetzt dann nochmal zur Hütte hindüsen? Mann. Dann holen wir uns eine Harpune. Okay, mal eben kurz in die Hütte rennen und uns eine kleine Harpune ausleihen. That should do it. Now I am ready for the experiment. Okay, dann lass uns mal schön dahin düsen. Wo haben wir sie? Genau, da ist die Harpune. Und wir wollen jetzt zum Metzger. So. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order Also to perform the links most reliable zielen. test.
Okay. Zielen, Atem anhalten und A werfen, okay. Nicht A. Achso, okay, AA oder was? Holmes, you should Okay. try to aim better and throw Ja. as hard as you can. As hard as I can. Okay, also. Ach so, okay, man drückt einmal A, also einmal A drücken und Dollar werfen. Ah, verstehe, okay, so geht's. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Holmes, you should try to aim better Ja. and throw as hard as you can. Ach ja. Das kann noch dauern. Okay. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Okay, die nächsten 2 Wochen gibt's Schweinebraten. Okay, also wenn wir das jetzt rausgefunden haben, dann müsst ihr eigentlich sagen, also nötige Kraft und aufgespießt an der Wand. Das ist schwierig. Große Kraft, Glückswurf. Ich glaube große Kraft, ne? Das sollen wir mal bestätigen. So, und hier Notizbuch, das haben wir auch. Wo ist denn unser... Wir hatten doch noch mehr, oder? Wir hatten noch 3 Sachen rausgefunden. Was haben wir noch für... Achso, nee, wir könnten noch mal gucken, ob wir noch was irgendwie... Noch fehlende Blechkiste, Einbruchsversuch. Raucht nicht, Gärtner. Puh. Fehlende Blechkiste. Das ist auch noch nichts. Komm, wir wissen sonst nichts. Also... Große Kraft. Was haben wir hier gesagt? Das Notizbuch holen, war klar. Ja, das müsste es eigentlich jetzt erstmal sein. Also jetzt müssen wir mal gucken. Der Typ. Ja, wir müssen halt schon nochmal gucken. Die Gegenstände und den Typen nochmal verhören. Ne? Also ich gehe nochmal zurück auf die Wache. These are the suspect's belongings. Das Notizbuch ist natürlich These das heißeste abbreviations Ding, ne? mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? Wir hatten ja eigentlich A hier handkerchief with the initials JHN. JHN, haben wir aber nicht. Also wir haben das Ding hier alles angeguckt. Das war auch soweit okay, würde ich mal sagen.
To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Dawson. Okay. Gehen wir mal eben... Also Untersuchung ist abgeschlossen. Scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein, ne? Das ist wohl klar. Also wir sollen das Archive mal uns reinziehen. Das heißt, wir müssen... Hallo? Wir müssen... Achso, sorry. Wir müssen hin. Wir müssen mal kurz in die Baker Street zurück. Und bemühen mal das Archiv. Das ist, glaube ich, hier. Achso, da sind noch Briefe. This is where I keep my post. Ja, dann guck This doch is mal. where I keep my Ja, okay. post. Das sind Forschungsberichte nach Dawson untersuchen. Wie finde ich das heraus? Forschungsberichte. Okay, das ist ein Archiv. Naja, Moment mal. Ups. That is not the one I need. Okay, also Investmentfonds verschwunden, alles klar. Die sind pleite gegangen. Joshua Neligan. JN. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Also. Der ist dann abgehauen. Gegen eine Fahrt nach Norwegen vorbereitet. Neligan. Okay, Norwegen. Mhm. Okay, Watson, ich muss auch mal los, Digga. Gehen wir mal zu Scotland Yard wieder. Aber verhören tun wir den erst beim nächsten Mal. Also bis dann, ciao.